Ja, hallo liebe Leute, neues Video. Ihr seht hier gerade was völlig Untypisches. Ich habe mir gerade ein Bockbier eingegossen. Das ist, wie heißt das? Aldis Rache Winterbock. Und dass jemand anderes, der so Videos macht, der erzählt immer, er würde alkoholfreies Bier sich immer gönnen, Weizen. Ich gönne mir alkoholhaltiges Bier, während ich dieses Video hier mache. Und das nehmen wir jetzt beiseite, nehmen wir mal einen Schluck. Und dann haben wir hier die Platine. So, jetzt auch wieder scharf. Und zwar, ich habe mir was Neues gegönnt. Und zwar, das ist das hier. Das ist ein Display, so klein es auch erscheinen mag. Es ist ein Display. Das Display hat eine Auflösung von 128 x 64 Bildpunkten. Das ist so viel, wie mein 3D-Drucker auf seinem einiges größeren Display auch an Auflösung hat. Und dieses Display hat aus China geschickt gerade mal 2,78 € mit Fracht gekostet. So, da ist natürlich auch ein Haken dran. Der Haken ist, das kann ich mit dem Arduino wohl ziemlich einfach betreiben, aber ich will es ja hier mit so einem Chip hier machen. Und da habe ich mir dann zur Aufgabe gesetzt, doch mal die Dokumentation durchzugehen und zu schauen, wie macht man denn so eine Ansteuerung von so einem Display, wenn man eben keinen fertigen Treiber hat. So, da habe ich dann hier so ein, da muss man auch wirklich mal drucken. Ich drucke eigentlich relativ selten. Normal brauche ich nicht zu drucken, aber hier war das schon notwendig. So, dann nehmen wir mal die Dokumentation zur Hand. Also das ist dann so eine Dokumentation, die man hier bekommt. Da sieht man eben, das hat ein I2C oder I2C Protokoll, das kleine Gerät, und hier ist eben dann genau aufgeführt, was eben auf dem Clock und hier auf den Daten zu passieren hat. Für Start- und Endebedingungen hier, das ist für die, ich glaube, Eck ist das, und das hier ist für die Datenübernahme. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie ich das so machen werde. Und dann geht es dann hier weiter. Das ist nicht so interessant, aber hier, da sieht man dann das I2C-Protokoll und dann wie das eben hier, da habe ich das schon hingeschrieben, 3C oder 3D ist die Adresse des Gerätes. Was das nun wirklich für eine Adresse hat, weiß ich nicht. Das ist ja die Dokumentation für den Chip, der da drin ist. Entweder 3C oder 3D sollte es haben als Adresse für den I2C-Bus. Und hier ist dann aufgeführt, wie man was übergibt. Und das muss man sich hier alles ganz genau durchlesen. Und dann, damit hört es aber nicht auf. Das heißt, damit hat man erstmal eingetragen, was kann man machen, wie kann ich Daten an das Teil übergeben, und dann geht es dann hier weiter mit weiteren interessanten Sachen, die alle nicht so sehr interessieren. Und hier auf diesen Seiten, da wird dann gezeigt, was man für Kommandos an das Ding geben kann, um überhaupt einzustellen, was das Ding, wie das eingestellt werden soll. Da gibt es dann noch Sachen, da habe ich aber in dem Treiber für die Arduino-Welt habe ich gefunden, was man so ungefähr einstellen muss. Also das Teil hat wohl eine sogenannte Charge Pump oder Charge Pump, wie man das auch immer ausspricht. Und zwar geht es darum, dass die OLEDs, das ist ein OLED-Display, dass die eben eine relativ hohe Spannung benötigen, um richtig hell zu leuchten. Und das wird mit einer sogenannten Charge Pump gemacht. Charge Pump bedeutet, da sind zwei Kondensatoren dran, die werden dann nacheinander geladen und bilden dann ungefähr die doppelte Spannung ab. Und das bedeutet die Charge Pump, und da wird wohl die doppelte Spannung erzeugt, damit die OLEDs auch richtig hell leuchten. Okay, ja, das soll es auch schon zu diesem Video gewesen sein.
Wenn ich das fertig habe, dann werde ich dazu auch ein ausführliches Video machen, um zu zeigen, was man da programmieren muss, wie man das programmieren muss, um eben ein derart kleines Display hier ans Leuchten zu bringen. Ich meine, ich hätte ein weißes bestellt, so sicher bin ich nicht, kann auch blau sein. Ich meine aber, es wäre weiß. Und es gibt die Displays auch noch mit oben gelb und unten dann blau oder weiß. Das ist an sich ein Display für einen MP3-Player gewesen, habe ich so aus den Google-Suchen gefunden. Okay, also wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, wie das hier, so lasst auch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!